Wir präsentieren hier das sogenannte Battery Innovation Center des Institutes für Fertigungstechnik der TU Graz. Diese Roboteranlage ist gemeinsam mit der AVL List GmbH in einem Forschungsprojekt entstanden und hat einige sehr wesentliche Forschungsziele zum Inhalt. Zum einen haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein sehr flexibles System zu gestalten, in dem alle möglichen verschiedenen Batteriezellen, nämlich sogenannte Rundzellen, prismatische Zellen oder auch die immer wichtiger werdenden Pouchzellen in einer Anlage verarbeitet werden können. Dazu hat es vieler Innovationen bedurft, zum Beispiel die Konstruktion und den Bau von speziellen Greifern für die Roboter. Und eine Besonderheit dieser Anlage ist auch, dass wir den Ausblick in Richtung des sogenannten Stackings, also des Stapelns von Elementen für die Brennstoffzelle, hier auch integrieren konnten. Nun starten wir den Batterie-Qualitätssicherungsprozess. Man sieht hier den Roboter, der entsprechend des Batteriezelltyps den richtigen Greifer entnimmt. Die Greifer für die jeweiligen Batteriezelltypen sind bei uns im Institut additiv gefertigt. Man sieht hier den Roboter, wie er aus einem KLD-Behälter die verschiedenen Batteriezellen entnimmt, um dann in weiterer Folge eben die Qualitätssicherung durchzuführen. Hier wird nun die Batteriezelle identifiziert. Auf jeder Zelle ist ein eindeutiger Code aufgebracht. Zudem erfolgt die optische Qualitätskontrolle, ob eine Zelle irgendwelche Beschädigungen hat, beziehungsweise auch um die geometrischen Parameter abzunehmen, um dann in weiterer Folge die elektrische Prüfung der Batteriezelle durchzuführen. Dabei werden mittels Federkontaktstiften die Pole kontaktiert. Die Zelle wird in weiterer Folge bei einer Übergabestation abgelegt. Und hier kommen wir nun zum zweiten Bereich unserer Station, wo ein kollaborativer Roboter die Zellen stackt, um so Batteriemodule bzw. in weiterer Folge dann auch Battery Packs fertigen zu können. In diesem Bereich sehen wir, dass der Roboter kollaborativ arbeitet. Das heißt, es kann hier auch der Operator, also der Mensch, mit eingreifen. Hier erstellt der Roboter quasi das Batteriemoduls. Er legt die Zellen in das Gehäuse und wenn das Gehäuse voll ist, hat der Bediener die Möglichkeit, dieses eben zu schließen.